Keiner Wissenschaft kann so sehr wie der Ökonomie die Objektivität abgesprochen werden. In den Wirtschaftswissenschaften ist die Herrschaft der Interessen so deutlich wie in keiner anderen Wissenschaft. Und auch die Legitimität der darin wirkenden Mächte ist nirgends so fragwürdig wie im Wirtschaftsleben. Darunter leidet auch die Legitimität der Politik. Wenn Lyotard die verschiedenen Diskursarten wie Dialog, Unterrichten, Rechtsprechen, Verben, Belehrung, Verführung für miteinander inkommensurabel erklärt, dann ist das nur in einem logischen Absolutismus zutreffend. Aus einer subjektiven Perspektive betrachtet sind Rechtsprechung, Werbung, Verführung etc. aber durchaus miteinander vergleichbar, weil damit ja ein Ziel, ein Zweck erreicht werden soll und sich ein Wollen gegen ein anderes als Machtverhalten gegeneinander abrechnen lässt. Das heißt, mehr oder weniger gerechtfertigt ist. Vorausgesetzt, es gilt eine ethische Rangordnung der Güter. Nur wenn die logische Inkommensurabilität nicht generell mit jeder anderen Allgemeingültigkeit, zum Beispiel der ethischen, gleichgesetzt wird, lässt sich das Nicht-Verhandelbare vom Verhandelbaren trennen. Habe ich es immer nur mit Zwecken und Interessen zu tun, das heißt, verhalte ich mich pragmatisch, dann gibt es ein gemeinsames Vergleichskriterium des Zwecks bzw. des Mittels zu einem solchen. Ich bewege mich mit meinem Denken und Handeln auf ethischem Gebiet. Lyotards Satzregelsysteme fallen dann in dasselbe ethische Raster. Argumentieren, erkennen, beschreiben, erzählen, fragen, zeigen, alles geschieht mit einem bestimmten Zweck. Was für Lyotard heteromorphe Aussageklassen sind, also denotative, präskriptive, performative, technische, evaluierende usw. Aussagen, wird unter dem Oberbegriff Zweckrationalität miteinander vergleichbar. Auch was Lyotard als Sätze bezeichnet, ein Augenzwinkern, ein Achselzucken, ein Fußwippen, ein flüchtiges Erröten, lässt sich als Intention bzw. Motivation interpretieren und damit unter einen Zweckbegriff einordnen. Dabei ist auch immer zu beachten, dass nicht alle Motive von überindividueller Relevanz sind und deshalb einer gesetzlichen oder moralischen Norm bedürfen. Die Freiheit des Einzelnen zu wahren, wo diese nicht gegen den Grundsatz der Gegenseitigkeit, das heißt dem Prinzip der gleichen Berechtigung verstößt, gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Gesetzgebung. Lyotard spricht zwar vom kognitiven Wert einer Beschreibung und dem praktischen Wert einer Vorschrift. In dieser Zweiteilung von Fakten und Werten unterscheidet er sich aber in keinster Weise von den modernen Realisten. Axel Honneth attestiert Lyotard zwar einen Affekt gegen alles Allgemeine, aber gerade in der Differenzierung von Beschreiben und Vorschreiben bedient er sich der alten objektivistischen Unterscheidungsmuster. Allein seine Rede vom Wert der Kognition sollte Lyotard stutzig machen, denn der Relativismus, der darin zum Ausdruck kommt, verbietet eigentlich, von einer bloßen Beschreibung oder einer bloßen Sache zu reden. Es kommt immer darauf an, für was etwas Wert hat. Dass etwas an sich Wert hat, ist Unsinn. In Anbetracht dessen ist Lyotards Antwort auf das Inkommensurabilitätsproblem, das Spielenlassen und die Ablehnung jeder höheren Instanz, seine Überbewertung der Sprache und das eigensinnige Festhalten an einer unbegründbaren Gerechtigkeit eher ein Zeichen von Hilflosigkeit als die Lösung eines Problems. Lyotards mangelnde Differenzierung zwischen logischer und ethischer Allgemeinheit hat bei ihm zu Konsequenzen geführt, die eher verwirrend als plausibel sind.
Lyotards Einsatz bei der Bildung von Sätzen ist es, die Wahrheit zu sagen. Aber eine solche zweckfreie Wahrheit gibt es nicht. Auch wenn er die Gerechtigkeit zum Spieleinsatz eines normativen Satzes und den Willen zum Sender eines ethischen Satzes macht, wird bei Lyotard immer noch so etwas wie eine bloße Sachlichkeit in Form von Wahrheit oder Erkenntnis, das heißt ein subjektunabhängiger, überindividueller und fremdbestimmter Anspruch auf Geltung erhoben. Lyotard will sich für die Gültigkeit eines postmodernen wissenschaftlichen Diskurses zwar weder auf die Dialektik des Geistes noch auf die Emanzipation der Menschheit berufen, aber an der Gültigkeit eines wissenschaftlichen Diskurses hält er fest. Ein beschreibender Satz wird laut Lyotard kognitiv durch den Rekurs auf einen ostensiven, das heißt zeigenden Satz validiert. Dabei wird der Eindruck erweckt, als würde sich eine Beschreibung dadurch bewähren, dass man mit dem Finger auf einen Gegenstand zeigt, was aber Unsinn ist. Verschiedene Subjekte stellen sich unter einem solchen Fingerzeig etwas anderes vor, abhängig von ihrem Bildungsstand, ihrem Wortschatz etc. Durch das Zeigen mit dem Finger auf einen Gegenstand ergibt sich keine bestimmte Bedeutung. Eine Beschreibung besteht aus nichts anderem als aus Worten, die durch keinen Finger der Welt zu einer eindeutig erkennbaren Sache werden. Nicht weniger verstörend ist es, wenn Lyotard davon spricht, dass ein Satz der Fall ist, was sehr an den Objektivismus Wittgensteins erinnert. Diese Subjektunabhängigkeit des Satzes, der Fall ist, verwandelt sich dann aber plötzlich in eine subjektive Angelegenheit, in dem ein Satz nun von einem individuellen Urteilsvermögen validiert werden soll. Derrida ist die Abwesenheit eines transzendenten Signifikats, das heißt, dass es für Signifikanten wie Wahrheit, Ursache, Ursprung oder Gott keinen realen Referenten gibt, eine ausgemachte Sache. Aber er folgert daraus, dass der Text auf nichts mehr außerhalb seiner selbst als Referenz verweisen kann. Deshalb ist für ihn alles nur noch Text. Was bereits den Nominalisten klar war, dass den Allgemeinbegriffen keine Wirklichkeit entspricht, dass es so etwas wie Obst de facto nicht gibt, diese logische Unmöglichkeit der realen Existenz einer Abstraktion wird bei Derrida absurderweise zu einer Befreiung des Signifikanten vom Logos und gleichzeitig zu einer Bevorzugung der Sprache bzw. einer Gleichsetzung der Sprache mit dem Denken. Derrida sieht zwar die idealistische Hoffnung, die in der Sehnsucht nach einer Übereinstimmung von Wort und Sache wirkt, aber seine Befreiung des Signifikanten vom Logos ist nicht weniger spekulativ, eigentlich illusionär. Derselbe Optimismus war auch in der absolutistischen Auffassung der Logik am Werk, wo gedacht wurde, dass für das Funktionieren der logischen Schlüsse keine konkrete Beziehung auf den besonderen Gegenstand benötigt wird, weil die allgemeine Geltung der Logik zu jeder Zeit und an jedem Ort in Kraft tritt, ob man will oder nicht. Wenn Derrida davon spricht, dass es in einer Interpretation nichts mehr Grundlegendes gibt, weil jede Interpretation eines Gegenstandes bereits die Interpretation eines Zeichens ist, dann trifft das nur auf eine objektive Grundlegung zu. Fällt das an sich der Dinge als Instrument der Machthaber weg, gilt als grundlegend, was für mich grundlegend ist, was ich als grundlegend bzw. wichtig und weniger wichtig und absolut wichtig festlege und bestimme, entsprechend der Folgerichtigkeit meines Denkens. Wenn Baudrillard die sogenannte pluralistische Realität für Zirkus und Theater hält, dann liegt er damit gar nicht so falsch. Eine Vielfalt an Standards der Richtigkeit lässt sich nicht logisch begründen.
Will man nicht das Prinzip der Denknotwendigkeit überhaupt aufgeben, dann sollte die Möglichkeit verschiedener Welten und Lebensformen nicht mit einer verschiedenen Rationalität verwechselt werden. Auch wenn eine absolute Rationalität, Logik oder Wahrheit keinen Sinn macht, so muss deshalb nicht das Prinzip der Widerspruchsfreiheit aufgegeben werden. Die Prämissen einer Weltanschauung sind mehr oder weniger willkürlich gewählt, aber von diesen ausgehend und zu diesen in Bezug gesetzt, sollte doch eine prinzipielle Folgerichtigkeit der Gedanken erwartet werden können, wenn es überhaupt noch Sinn machen soll, jemandem zuzuhören. Auch wenn es nicht eine allein richtige Bedeutung von Wörtern gibt, sondern mehr als eine gegenstandsangemessene Methode, heißt das noch lange nicht, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Es ist zwar der Objektivismus einer logischen Allgemeingültigkeit obsolet geworden, dafür ist aber in der Regel ein Zweck, der verfolgt wird, ein Nutzen, ein Erfolg anzunehmen, der die Regeln bestimmt. Regeln, denen man sich unterwerfen muss, wenn man ein Ziel erreichen will. Die Frage, wer über die Zwecksetzung bestimmt, ist ein ganz anderes Problem, was aber nicht Aufgabe der Untersuchung hier ist. Lyotard behauptet, dass die narrative Kommunikationsform weniger gewalttätig ist als die logische. Doch auch wenn der logische Absolutismus zu verurteilen ist, kann ein falsch verstandener Pluralismus bzw. Relativismus nicht weniger dazu führen, dass die bloße Willkür zum Gesetz wird. Wenn sich niemand mehr an irgendwelche Regeln halten muss, weil das Prinzip der Verbindlichkeit, der Anerkennung von Prinzipien über den Moment hinaus, Folgerichtigkeit und Konsequenz nichts mehr gelten und sich niemand mehr zu irgendetwas verpflichtet fühlt, dann ist die Frage, was tatsächlich weniger gewalttätig ist. Es gibt kein Recht auf Pluralität an sich, das nicht von Menschen anerkannt werden muss, und Anerkennung heißt aus freien Stücken zustimmen. Wenn in der weichgespülten Postmoderne von Wolfgang Welsch eine Verbindlichkeit als Mittellage zwischen Singularität und Universalität auf dem Niveau begrenzter Allgemeinheit angepriesen wird, dann beruht diese Wischiwaschi-Lösung auf einem faulen Kompromiss. Es gibt nur eine Verbindlichkeit, und das ist die den eigenen Prinzipien gegenüber. Die Aufgabe einer Logik der Vereinheitlichung heißt nicht, dass man aller Logik den Abschied geben muss. Wenn die Logik eine Logik des folgerichtigen Denkens ist, dann ist sie ein Teil der Ethik und als solche und in diesem Sinn nicht weniger unverzichtbar. Durch das Aufzeigen der Grenzen des logischen Absolutismus ist noch lange kein Freibrief für allen möglichen Unsinn erteilt, der sich nun rational nennen darf, nur weil er zweckmäßig ist. Pluralität ist nicht die neue Intersubjektivität, weil sie selbst nichts begründet. Man kann sein eigenes Recht fordern, aber nur in einer Gemeinschaft, wo es bereits Rechte gibt. Kein ethischer Wert wird in einem logischen Sinn erkannt, sondern in einem moralischen Sinn anerkannt, indem man durch Zustimmung sein Einverständnis erklärt. Überall, wo ich nicht gefragt werde, habe ich es mit autoritären Zuständen aus der Zeit des Absolutismus zu tun. Die Subjektunabhängigkeit mag heißen, wie sie will. Objektivität, Intersubjektivität, Transsubjektivität oder logische Allgemeinheit. Es ist das alte Lied der Fremdbestimmung, nur mit einem neuen Text.
Es geht nicht darum, die Haltung des Besserwissens zu verabschieden, wie Pluralisten so gerne fordern, sondern den logischen Absolutismus abzuschaffen. Ein Besserwissen wird es immer geben, weil niemand unfehlbar ist, auch in Bezug auf die eigenen Prinzipien nicht. Das Gerede von der Welt, die mehrere Grundperspektiven benötigt und nicht eine einzige, kommt nur durch einen Mangel an logischer Klarheit zustande, weil die logische Folgerichtigkeit als Absolutismus und nicht als ethischer Wert gedacht wird. Nichts ist notwendigerweise und an sich wertvoll, deshalb kann man auch niemanden zwingen, rational zu sein. Aber man darf von solchen Kraut- und Rübendenkern dann auch seine eigene Meinung haben und sie in die Schranken weisen, sobald sie übergriffig werden. Auch wenn der logische Absolutismus kein Thema mehr ist, kann zwischen verschiedenen Grundwerten immer nur einer in einer bestimmten Situation den Vorrang haben, wenn überhaupt noch etwas entschieden werden soll. Die Verantwortlichkeit und Verbindlichkeit gegenüber einem Grundwert, ein folgerichtiges Verhalten und Denken ist immer nur vorhanden oder es ist nicht vorhanden. Da gibt es keine Pluralität oder Ambivalenz, zumindest nicht, wenn man zu einer Entscheidung kommen will. Es gibt keine Vielzahl von Erkenntnismethoden. Es gibt eine Vielzahl von Methoden und es gibt eine Vielzahl von Zwecken, die man verfolgen kann. Aber für jeden Zweck gibt es eine beschränkte Anzahl von Methoden, die zum Ziel führen und von denen kein Mensch die schlechtere wählen wird, wenn eine bessere möglich ist. Es gibt keine objektive Erkenntnis, weil es keine objektive, das heißt allgemeingültige Logik gibt, bei der es keine Rolle spielt, von welchen Voraussetzungen ausgegangen wird. Aber es lässt sich von einer subjektiven Erkenntnis sprechen, bei der ich selbst bestimme, ob ich etwas gelernt habe, das heißt einem früheren Zustand gegenüber nun klüger bin oder nicht. In diesem subjektiven Sinn kann jeder für sich selbst bestimmen, was er als Erkenntnis bezeichnen will, wodurch es dann zu einer Vielzahl von Erkenntnissen kommt, die aber nicht an sich, sondern für mich gelten. Und wenn man es mit einem Menschen zu tun hat, der über keine größeren geistigen Bedürfnisse verfügt, dann kann es auch vorkommen, das als Erkenntnis auftritt, wonach das Fernsehquiz fragt, wie es so schön bei Lyotard heißt. Viel wichtiger aber ist, dass politisch die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit nicht die Ausbreitung der schlechten Eigenschaften von Menschen, sondern über Jahrhunderte erprobte gute Eigenschaften gefördert werden. Um in dieser Hinsicht Fortschritte zu erzielen, ist es weniger hilfreich, sich dem Massengeschmack anzubiedern, auch wenn sich das nicht selten pekuniär auszahlt oder im ersten Moment ordnungspolitisch opportun erscheint. Die Kapitulation vor der Borniertheit, der Ignoranz, den Vorurteilen, der Provinzialität, der Simplifizierung, der Trivialität und Banalität hat schon einmal zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter der Parole Lebenswelt einen eher traurigen Einzug in die Welt der Wissenschaft gefeiert. Husserl und Wittgenstein waren damals die ersten Protagonisten. Heute gehören Habermas, Rorty oder Putnam zu den Schwärmern, die von den tiefen Potenzialen der Lebenswelten angetan sind. Aber auch Lyotard und Foucault zählen zu den Aposteln des Alltagslebens. Lyotard verspricht sich von den kleinen Erzählungen, wie er sie nennt, sogar einen wirksamen Widerstand gegen die Macht der großen Erzählungen. Foucault predigt die Befreiung von der Uniformität des normalen Daseins der Durchschnittsmenschen.
In seinem Leitfaden für das Alltagsleben wird den Leuten geraten, sich nicht in die Macht zu verlieben und der Differenz den Vorzug vor den Strömen der Einheit zu geben. Für Wolfgang Welsch ist der Lebensstil des postmodernen Pluralismus bereits ins allgemeine Bewusstsein übergegangen und zur Selbstverständlichkeit geworden. Das Volk hat Geschmack gefunden an Irritation und Fragmentierung. Die Einschaltquoten von RTL, Pro7 und Sat.1 beweisen es. Die Neorealisten kochen ihr eigenes Süppchen aus dem, was das Volk will. Sie stellen ein in der menschlichen Natur fest verankertes, tiefes Bedürfnis und eine Sehnsucht nach positiver Wahrheit und sicherer Realität fest, das sich besonders bei den Durchschnittsmenschen im alltäglichen Leben findet. Habermas ist über seine Gesellschaftskritik im Alltag gelandet. Zitat: Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Alltagswelten, in denen die sinnliche Gewissheit das natürliche Bewusstsein beherrscht. Es ist der Interessenzusammenhang grundlegender Lebensverhältnisse, nach dem sich die Geltung von Aussagen bemisst. Zitat Ende. Die Philosophie kann als Primärwissenschaft bei Habermas abdanken. Ihr bleibt nur noch die Aufgabe, zwischen Wissenschaft und Alltagspraxis zu vermitteln. Die Lebenswelt ist unhintergehbar. Wer an ihr radikal zweifelt, muss an ihr zugrunde gehen. Darin besteht die intersubjektiv gültige Allgemeinheit des lebensweltlichen Wissens und der ihr innewohnende Vernunftanspruch, so Habermas. Lebenswelt ist der Komplementärbegriff zum kommunikativen Handeln. Der Alltag kann rationalisiert werden, indem man ihn zur Diskussion freigibt. In solchen Diskussionen können dann bei Habermas sogar ungehobene semantische Potenziale religiöser Herkunft zum Vorschein kommen, die sich der Ausdruckskraft der philosophischen Sprache bisher entzogen haben und bisweilen durchaus inspirierend sind. Seit 2005 betrachtet Habermas die Religion sogar als Schrittmacherin auf dem Weg zur Demokratie und den Menschenrechten. Es dürfte also zu Beginn des 21. Jahrhunderts keinen Zweifel daran geben, dass eine zweckfreie Logik ausgedient hat. Der Rationalitäts- oder Logikbegriff macht überhaupt nur noch in Verbindung mit einem Zweck Sinn. Das heißt als Binnenlogik. Das Mittel, für welchen Zweck auch immer, besteht im Zeitalter der Inkommensurabilität in der Abkehr von der logischen Standalone-Allgemeingültigkeit zugunsten einer relativen, wertbezogenen Logik. Das klassisch objektivistische Erkenntnisproblem hat sich mit der Inkommensurabilität von Wort und Sache, von Individuum und Allgemeinheit, von Subjekt und Objekt in Luft aufgelöst. Die Begriffe von Wissen, Wahrheit, Erkenntnis, Wirklichkeit, Rationalität und Logik sind nur noch in Bezug auf Wertvorstellungen relevant. Das Gut und die Güter sind der logische Bezugspunkt. Es geht in erster Linie darum, wie wichtig die Dinge sind und nicht inwieweit sich eine logische Allgemeingültigkeit begründen lässt. Die Zerstörung eines absoluten Seins und einer einzigen Realität kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Die Quaestio Facti hat jetzt nur noch praktischen Wert und steht somit logisch auf einer Stufe mit der Quaestio Juris. Es zählt in erster Linie nicht mehr, was ist,
sondern wie etwas gerechtfertigt wird. Und der große Unterschied zur Vergangenheit besteht darin, dass jetzt der intellektuelle Betrug um ein Vielfaches erschwert ist. Lyotard, Derrida und Co. führen einen Kampf gegen den Logozentrismus, den Absolutismus, den Universalismus etc., aber sie führen diesen Kampf in der Arena des Logozentrismus und mit den Mitteln desselben auf einer An-sich-Ebene. Von da aus ist es umso schwerer, den Weg zum Individuum und zum Prinzip Freiheit zu finden. Das heißt aber nicht, dass sich diese Verirrung nicht korrigieren lässt. Gegen die naive Vorstellung einer sicheren Gegebenheit haben Lyotard, Derrida, Foucault wie auch Adorno erneut einen Markstein gesetzt, der nicht mehr zu übersehen ist, und auch wenn eine zutreffende Analyse bei den Franzosen wie bei Adorno zu unbefriedigenden Schlussfolgerungen führt, muss ihr Beharren auf einer grundsätzlichen Inkommensurabilität von Wort und Sache all denen, die tatsächlich auf eine Integrität des Denkens Wert legen, zu denken geben. Die logische Inkommensurabilität bedeutet einen vielversprechenden Neuanfang nicht nur des philosophischen Denkens, der Hoffnung gibt auf einen echten geistig-moralischen Fortschritt jenseits aller erschlichenen Glaubwürdigkeit.